Wir befinden uns in der 3. Woche des neuen Jahres 2022. Und schon jetzt gibt es einige Neuerungen, welche deine Finanzen dieses Jahr betreffen. Darunter fallen unter anderem der Mindestlohn, der Grundfreibetrag oder die CO2-Steuer. Wir zeigen dir, welche Auswirkungen diese neuen Gesetze 2022 auf dich haben können. Also bleib dabei und schau dir das Video bis zum Ende an. Falls du uns noch nicht kennst, hallo und herzlich willkommen. Wir sind Finanzratgeber und unsere Mission ist es, dich finanziell so weiterzubilden, dass du deine eigenen finanziellen Entscheidungen sicher treffen kannst. Die erste Regelung, die wir uns anschauen wollen, betrifft dich vor allem dann, wenn du aktuell nur Mindestlohn oder knapp darüber verdienst. Denn in 2022 wird der Mindestlohn in 2 Schritten von 9,60 € um insgesamt 85 Cent pro Stunde angehoben. Was sich nach wenig anhört, bedeutet jedoch für einen 40-Stunden-Job 1.632 € mehr im Jahr. Und die Ampel hat angekündigt, den Mindestlohn sogar noch auf 12 € anzuheben. Das würde dir bei einem 40-Stunden-Job satte 4.608 € mehr im Jahr bringen. Vielleicht reicht das dann ja sogar dazu, dass du ein bisschen Geld jeden Monat investieren kannst. Auch im Bereich Mobilität wird es 2022 für dich teurer, zumindest wenn du einen Verbrenner fährst. Die CO2-Steuer wird nämlich um 5 € pro Tonne CO2 erhöht. Effektiv dürfte das bedeuten, dass die Preise für Benzin und Diesel sich um 1,5 Cent pro Liter erhöhen. Es könnte jedoch für dich noch deutlich teurer werden, denn es wird aktuell darüber diskutiert, ob die Kosten für Diesel denen von Benzin angepasst werden sollen. Das würde, ausgehend vom aktuellen Preis, eine Erhöhung von fast 20 Cent pro Liter bedeuten. Zeit sich also ein Elektroauto anzuschaffen, denn der Staat zahlt in 2022 weiterhin 9.000 € Kaufprämie für Elektroautos. Kommen wir von der CO2-Steuer zur EEG-Umlage, also dem Anteil an Strom, mit der Übergang hin zu erneuerbaren Energien gefördert werden soll. Diese wird 2022 um 43% auf 3,73 Cent pro Kilowattstunde reduziert. Für einen durchschnittlichen 2-Personen-Haushalt bedeutet das 70 € Ersparnis pro Jahr. Bei einem 4-Personen-Haushalt sind es sogar 140 € im Jahr. Das ist für viele schon mal eine deutliche Entlastung. Die nächste Regelung betrifft uns alle, spielt jedoch für deine Finanzen wahrscheinlich nur eine kleine Rolle. Ich spreche von dem Grundfreibetrag, also dem Betrag, ab welchem du in Deutschland Steuern auf dein Einkommen zahlst. Lag dieser 2021 noch bei 9.744, liegt er dieses Jahr 200 € höher, bei 9.948. Das bedeutet, dass du bei einem Einkommen von 2.000 € pro Monat im Durchschnitt knapp 100 € mehr im Jahr zur Verfügung hast. 2022 wird der Beitrag für Pflegebedürftige erhöht. Für Arbeitnehmer ohne Kinder bedeutet das jedoch, dass sich die Sozialversicherungskosten für die Pflegeversicherung erhöhen. Effektiv macht das Ganze jedoch bei einem Monatseinkommen von 2.000 € nur 25 € im Jahr aus, ist also zu vernachlässigen. Kommen wir zum Abschluss von konkreten Änderungen zu den Erwartungen an den Finanzmarkt 2022. Wie du sicher schon mitbekommen hast, ist die Inflation, also der Verlust der Kaufkraft, in 2021 auf ein neues Hoch gestiegen. Da 2022 einige Dinge wie Sprit oder Gas für Heizungen teurer werden und auch die Lieferkettenprobleme noch nicht beseitigt wurden, gehe ich davon aus, dass die Inflation 2022 weiter anziehen wird.
vielleicht nicht so stark wie letztes Jahr, aber immerhin noch ein paar Prozent. In Reaktion darauf hat sich die amerikanische Zentralbank, die FED, dazu entschieden, die Leitzinsen 2022 um 0,75% anzuheben. Über den Leitzins können wir gerne nochmal ein Video machen. Hier nur kurz. Der Leitzins ist der Zinssatz, welcher für Banken gilt, wenn diese sich Geld bei der Zentralbank leihen oder dort Geld parken wollen. Je höher der Leitzins, desto unattraktiver ist es für eine Bank, sich Geld zu leihen oder Kunden einen Kredit zu geben. Was der Anstieg des Leitzinses für konkrete Auswirkungen haben wird, ist schwer abzusehen, aber es wird wohl dazu führen, dass das ein oder andere Unternehmen keinen Kredit erhält und Investitionen zurückstellt. Zusammen mit den angespannten Lieferproblemen könnte es sein, dass es 2022 zu einem Dip, also größeren Kursrücksetzern am Aktienmarkt kommt. Was ist deine Meinung dazu? Wird 2022 ein gutes oder eher turbulentes Jahr für Aktien? In unserem nächsten Video betrachten wir die Unterschiede von aktivem und passivem Investieren. Abonnieren und die Glocke aktivieren lohnt sich also. Seit kurzem sind wir auch auf Patreon. Uns freut es riesig, wenn du uns dort unterstützt. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Wir sind dein Kanal für finanzielle Bildung. Bis zum nächsten Mal, dein Finanzratgeber.